Hallöchen ihr Lieben und willkommen zu diesem wunderschönen Oberteil. Für dieses Oberteil häkle ich wie immer für Größe M, Größe 38 und nehme dafür meinen Brustumfang. Der Brustumfang bei Größe M ist ungefähr 100 cm. Auf diese 100 cm rechne ich nochmal plus 5 drauf und komme somit auf 105. Also egal, für was für eine Größe ihr häkelt, plus 5 cm mehr. Es sei denn, ihr möchtet es sehr locker hängen haben, dann macht besser 10. Es liegt recht eng an, da wir mit Reliefstäbchen arbeiten und diese 5 cm sehe ich im Endeffekt auch wieder zusammenziehen. Daher, wenn ihr ein lockeres Oberteil haben möchtet, dann macht lieber 10 cm mehr. Es sieht am Anfang viel aus, ist es aber nicht. Wenn ihr euer Oberteil über die Hüften tragen wollt und sagt, eure Hüften sind breiter als euer Brustumfang, dann nehmt natürlich euren Hüftumfang plus 5 oder plus 10 cm. Sonst wird es nachher zu eng. Nachdem ihr dann eine Kette angeschlagen habt auf eure Maße, zählt ihr die Maschen einmal durch und die Maschenanzahl sollte teilbar durch 8 sein. Ich häkel hier mit einem vierfädigen Bobbel aus Baumwolle Viskose diesmal und einer 4er Nadel. Alle Angaben zur Wolle, Nadelstärke und Verbrauch findet ihr unterm Video in der Infobox. Im nächsten Schritt solltet ihr euch Gedanken darüber machen, wie lang euer Oberteil werden soll. Als erstes häkeln wir die Hauptlänge, das heißt nur bis unterm Ärmel. Bei meinem Oberteil habe ich jetzt nur 35 cm berechnet, denn das Muster zieht sich auch noch recht arg auseinander und da ich kein Longshirt haben möchte, nehme ich hier erstmal 35 cm. Im späteren Verlauf kann ich immer noch mit einem Bündchen oder mit einer Erweiterung nach unten anhäkeln. Danach könnt ihr von einem gut sitzenden Oberteil, ich habe hier von einem Spaghetti-Top die Trägerbreite genommen, denn diese müssen wir dann später vom Hauptteil abrechnen und uns die Stelle markieren. Also diese Maße könnt ihr euch dann auch schon mal ausrechnen und aufschreiben. Und zum Schluss benötigt ihr wie immer noch den Halsausschnitt, die Halsausschnittbreite. Hier werde ich dann ca. 24 cm nehmen. Und die Schultern, also ich mache jetzt mal hier einen Pfeil hin. Den Halsausschnitt werde ich bei 24 cm machen und die Schulterbreite bei 35 cm. Aber hier gilt auch, wie immer, messt selber bei euch aus oder an einem gut sitzenden Oberteil, denn meine Maße sind nicht eure Maße. Jeder hat einen anderen Körperbau, längeren Körper, kürzeren Körper, ist etwas breiter gebaut vom Rücken her oder etwas schmaler. Daher kann ich immer nur empfehlen, nehmt eure eigenen Maße. Es ist ein bisschen mehr Aufwand, all das eben auszumessen und sich aufzuschreiben oder umzurechnen, aber am Ende lohnt es sich auf jeden Fall. So, und dann haben wir soweit alles berechnet, können uns unsere Wolle und Nadel schnappen und nun eine Kette arbeiten auf unsere Maße, entweder die wir durch den Brustumfang oder durch den Hüftumfang berechnet haben. So ihr Lieben, wir beginnen mit einer Kette. Ich werde hier mit Stäbchen beginnen. Ihr könnt jetzt mit mir gemeinsam den Fußschlingenanschlag auf Stäbchen häkeln oder aber mit einer Luftmaschenkette auf eure Maße häkeln. Dann nehmt aber bitte eine halbe Nadelstärke größer, denn wir machen jetzt erst einmal einen Schlauch,
der so weit gehäkelt wird bis unter unsere Ärmel. Und da wir ja wollen, dass er nicht unten enger ist als oben, solltet ihr hier eine halbe Nadelstärke höher für die Luftmaschenkette nehmen, denn sonst merkt ihr später einen Unterschied. Ist nur ein kleiner Tipp am Rande. Müsst ihr natürlich nicht machen. Ja, und wenn ihr eure Luftmaschenkette angeschlagen habt, könnt ihr dann eine Reihe mit Stäbchen zurückhäkeln. Achtung allerdings, die Maschenanzahl sollte teilbar durch 8 sein. So, und dann beginnen wir den Fußschlingenanschlag. Ich beginne mit 3 Luftmaschen, einen Umschlag, gehe in die erste einzelne Schlaufe zurück, hole den Faden durch, dann halte ich hier unten den Daumen drauf, ziehe alle 3 Schlaufen auf gleiche Höhe, Masche erst eine Schlaufe ab, das ist der Boden, auf dem die Masche steht, und dann durch 2 und durch 2 für ein Stäbchen und haben direkt schon optisch unsere 2 Stäbchen. Umschlag. Nun hat sich unten eine komplette Masche gebildet, die nehmen wir auch dann komplett auf, holen den Faden wieder durch, ziehen alle 3 Schlaufen auf gleiche Höhe, erst durch eine, das ist der Boden, auf dem die Masche steht, durch 2 und durch 2 für ein Stäbchen. Und schon haben wir optisch unsere 3 Stäbchen. Umschlag, nächste gebildete Masche, in die komplette Masche einstechen, Faden holen, alle 3 Schlaufen auf gleiche Höhe ziehen, durch eine, durch 2 und durch 2 für ein Stäbchen. Umschlag, nächste gebildete Masche, Faden holen, durchziehen, alle 3 Schlaufen auf gleiche Höhe. Das ist wichtig, damit die Kette auch elastisch bleibt. Durch eine für den Boden und durch 2 und durch 2 für ein Stäbchen. Und wie ihr seht, kommt ihr so schnell voran, spart euch Hin- und Rückreihe und habt zum Schluss eine schöne elastische Kette. Und somit Anfang und Ende später gleich. Als nächstes werde ich jetzt auf meine Maße erst einmal diese Kette anschlagen und ihr auf eure. Und wenn ich soweit bin, geht es weiter. Nach 136 Stäbchen habe ich für meine Maße die Länge erreicht. Und dadurch, dass wir mit Stäbchen arbeiten, kann ich diese problemlos unverdreht zusammenfügen. Steche in die zweite Masche von unten angezählt ein und schließe zur Runde mit einer Kettmasche. Ihr könnt euch das hier unten nun mit einem Maschenmarker fixieren oder euch den Anfangsfaden nach links und rechts einmal durchfädeln. So, und dann beginnen wir mit Reihe 1. Und zwar beginnen wir direkt mit doppelten Reliefstäbchen. Jetzt könnt ihr schauen, welche ihr am liebsten häkelt. Diese nach vorne oder nach hinten. Ich häkel am liebsten diese nach vorne. Das heißt, wir beginnen damit, das erste Stäbchen nach vorne zu ziehen und erst einmal mit einer Kettmasche optisch zu einem Reliefstäbchen zu formen. So schaffen wir es nämlich, das erste Doppelstäbchen auch als Reliefstäbchen aussehen zu lassen. Für ein Doppelstäbchen kommen nun 4 Luftmaschen, danach 2 Umschläge, nächstes Stäbchen einstechen, nach vorne ziehen, um das Stäbchen herum, Faden holen und dann einmal durch 2, zweimal durch 2 und ein drittes Mal durch 2. 2 Umschläge, nächstes Stäbchen, um das Stäbchen herum nach vorne ziehen, Faden holen, durch 2 und durch 2. Also 3 mal durch 2. Und nachdem wir dann unsere optischen 3 Doppelstäbchen haben, kommt nun der Fächer. Ein Umschlag und dieser wird mit normalen Stäbchen gehäkelt. Wir lassen 2 Maschen frei, stechen in die dritte ein und häkeln ein Stäbchen. Danach ein Umschlag, gleiche Einstichstelle, ein Stäbchen.
und Umschlag, gleiche Einstichstelle, ein drittes Stäbchen, eine Luftmasche und noch einmal 3 Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. So haben wir unseren Fächer aus 3 Stäbchen, einer Luftmasche und 3 Stäbchen. Nun kommen wieder Doppelstäbchen. 2 Umschläge, 2 Maschen freilassen und um das dritte Stäbchen nach vorne gezogen unser erstes Doppelstäbchen häkeln. 2 Umschläge, nächstes Stäbchen, ein Doppelstäbchen. Und noch einmal 2 Umschläge, nächstes Stäbchen und ein Doppelstäbchen. Einen Umschlag, 2 Maschen freilassen und in die dritte Masche 3 Stäbchen, eine Luftmasche und 3 Stäbchen. Zwei Umschläge, 2 Maschen freilassen und um das dritte Stäbchen herum ein doppeltes Reliefstäbchen häkeln. 2 Umschläge, nächstes Stäbchen, ein doppeltes Reliefstäbchen. 2 Umschläge, nächstes Stäbchen, ein doppeltes Reliefstäbchen. Danach folgt wieder unser Fächer. Einen Umschlag, 2 freilassen, in die dritte einstechen und dort 3 Stäbchen in die gleiche Masche, eine Luftmasche und 3 Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Und so nun immer im Wechsel bis zum Ende. Es folgen wieder 2 Umschläge, 2 Maschen freilassen, um das dritte Stäbchen herum und ein Doppelstäbchen häkeln, um das nächste Stäbchen herum ein Doppelstäbchen und um das nächste Stäbchen herum ein Doppelstäbchen, sodass wir dann wieder unsere 3 doppelten Reliefstäbchen haben. Einen Umschlag, 2 freilassen, in die dritte einstechen und dort einen Fächer aus 3 Stäbchen, einer Luftmasche und 3 Stäbchen häkeln. Und am Ende der Reihe 2 freilassen und einen Fächer aus 3 Stäbchen, einer Luftmasche und 3 Stäbchen häkeln. Und wir schließen die Runde, indem wir in die dritte Steigeluftmasche von unten angezählt in dem doppelten Reliefstäbchen mit einer Kettmasche unsere Reihe beenden. Das war Reihe 1 und das sollte dann so aussehen. Kommen wir zur Reihe 2. Steigeluftmaschen bleiben über Steigeluftmaschen und wir beginnen wieder mit einem doppelten Reliefstäbchen. Dafür müssen wir um das Stäbchen herumgehen und erst einmal mit einer Kettmasche daraus wieder ein optisches doppeltes Reliefstäbchen machen. Ansonsten würden die Steigeluftmaschen nämlich glatt bleiben. Es folgen 4 Luftmaschen, danach 2 Umschläge, nächstes Doppelstäbchen nach vorne ziehen und ein Doppelstäbchen häkeln. 2 Umschläge, nächstes Doppelstäbchen nach vorne ziehen und ein doppeltes Reliefstäbchen häkeln. Und somit sehen alle 3 gleich aus. Ein Umschlag und nun stechen wir in der Gruppe um die Luftmaschenkette ein und häkeln auch dort wieder eine Gruppe
aus 3 Stäbchen, einer Luftmasche und 3 Stäbchen hinein. Danach kommen wieder die Doppelstäbchen, 2 Umschläge um das erste Doppelstäbchen herum und ein doppeltes Reliefstäbchen häkeln. 2 Umschläge, nächstes Relief, ein doppeltes Relief. 2 Umschläge und das letzte und dritte als ein doppeltes Relief abhäkeln. Einen Umschlag, danach in die Gruppe in die Mitte einstechen und 3 Stäbchen häkeln, eine Luftmasche und 3 Stäbchen. Und dann sollte es so aussehen. Und so nun die ganze Reihe. Und am Ende unserer Runde in der dritten Steigeluftmasche in dem doppelten Reliefstäbchen mit einer Kettmasche die Runde beenden. Und das war Runde 2. Und mehr kommt auch bei diesem Muster nicht. Die nächste Reihe, wie gerade auch, starten wir wieder um das erste Reliefstäbchen, um die Steigeluftmaschen, denn Steigeluftmaschen bleiben über Steigeluftmaschen, und ziehen dieses zuallererst mit einer Kettmasche als Reliefstäbchen nach vorne, damit es optisch mit den anderen übereinstimmt. 4 Steigeluftmaschen und danach wieder doppelte Reliefstäbchen, so wie sie auch schon sind, als doppelte Reliefstäbchen häkeln. Und die Gruppen bleiben über den Gruppen. Und so häkeln wir jetzt einen Schlauch, einen Hauptschlauch, so lang wie unser Oberteil werden soll, quasi bis unter die Ärmel. Das Gute daran ist, wir können diesen Schlauch immer mal wieder überziehen und schauen, wie lang das Ganze ist und ob es uns dann reicht. So, ich werde meine 136 Maschen nun erst einmal auf meine 35 cm Höhe häkeln und wenn ich dann soweit bin, geht es weiter. Bis gleich. Zurück, ihr Lieben. Nach 20 Reihen habe ich ca. 35 cm erreicht, also glatt gestrichen. Kommen wir noch zur Aufteilung. Also die Aufteilung habe ich bei meinem Oberteil so gemacht, dass ich eine Gruppe am Vorder- und Rückteil und einen Stripe an der Seite habe. Das sind ca. 4 bis 5 cm nach innen versetzt, damit ich von der Gesamtbreite her auf 35 cm komme. Da habe ich mir jetzt ein Spaghetti-Top einfach genommen und geschaut, wo die Spaghetti-Träger sind. Wenn ihr ein Pullover draus machen möchtet oder zumindest so T-Shirt-Ärmel dran, dann braucht ihr natürlich hier nichts nach innen versetzen, sondern könnt einfach nur Vorder-Rückteil einteilen und gerade hochhäkeln. Da dies aber ein ärmelloses Oberteil werden soll, sitzt es einfach besser, wenn man die Aufteilung noch nach innen setzt und das kleine Stück dann für die Rundung der Ärmelaussparung lässt. Es sieht einfach vom Schnitt viel, viel besser aus. So, insgesamt habe ich eine ungerade Zahl dieser Fächer und da man durch die Brust vorne etwas mehr Fläche braucht, nehme ich diesen einen einzelnen Fächer mit nach vorne im Muster. Das macht jetzt von den Maschen her nicht viel aus. Diesen lasse ich aber aus. Ja, also ich häkel von diesem Marker bis nach hier ein Stück gleich hoch und von diesem Marker bis hier ein Stück hoch, damit ich hier automatisch meinen Kragenausschnitt habe. So, und der Rücken, der wird dann einfach nur vom linken zum rechten Marker 15 cm gerade hochgehäkelt. Ganz unspektakulär und auch weiter im Muster bleiben. Da brauchen wir jetzt eigentlich nichts zusammen gemeinsam machen.
Der Anfang bleibt wie gehabt, also mit einer Kettmasche erstmal dieses Reliefstäbchen vortäuschen, die Luftmaschen hoch und dann halt hin und zurück. Ach genau, der einzigste Unterschied jetzt wird sein, dadurch, dass wir hin und zurück häkeln, müssen wir die Reliefstäbchen in die andere Richtung häkeln. Also hier mache ich jetzt in meine Richtung, weil die liegen ja nach vorne. Wir haben eine Innen- und eine Außenseite. Und wenn ich dann zurück häkel, dann muss ich ja die Reliefstäbchen in die andere Richtung ziehen. Darauf bitte achten, weil sonst habt ihr nachher ein Hin und Her und das sieht dann vielleicht nicht mehr so schön aus. Aber ansonsten ändert sich nichts. Es bleibt im Muster. Wir bleiben auch gerade. Wir machen keine Abnahmen. Und ja, ich zeige euch dann gleich noch mein Ergebnis, damit ich euch da auch so ein bisschen mitnehme. Und es sollte eigentlich reichen. Ja, und dann würde ich sagen, häkeln wir mal los. Zurück, der erste Träger ist soweit fertig. Das sieht dann so aus. Insgesamt 8 Reihen. Hier habe ich für euch den Tipp. Legt ein Maßband an eurer Hauptfläche an und dann zählt ihr einfach die Reihen aus, wie viele Reihen ihr benötigt für euren Träger, um halt auf die Trägerhöhe zu kommen. Ich habe hier angelegt und es waren in etwa 8 Reihen und das kommt auch gut hin. So, jetzt kann ich hier oben schließen, den Faden abschneiden und auf der Seite auch beginnen. Hier vorne, wie gesagt, die eine Gruppe lasse ich frei, die habe ich übrig, also fällt die einfach weg und kommt mit in den Kragenausschnitt hinein. Und wie gerade schon erwähnt, am Rücken von links nach rechts, das bleibt eine komplette Fläche, da wird nichts aufgeteilt, einfach gerade hoch. Also 8 Reihen nochmal hier als zweiter Träger und 8 Reihen auf der anderen Seite als gesamte Rückenfläche. Und dann geht's weiter. Und so sieht Träger Nummer 2 aus. So, als nächstes können wir uns dem Rücken widmen. Und da häkeln wir eine große Fläche einfach von links nach rechts, auch wie die Träger genauso lang. In meinem Fall sind es 8 Reihen. Und dann sehen wir uns zum Ergebnis zurück. Der Rücken ist soweit fertig. Hier habe ich meine beiden Träger. Hier habe ich den einzelnen Rücken nochmal hoch. Und nun nehmt ihr von einem gut sitzenden Pullover oder Shirt einmal die Kragenweite. Regulär nehme ich 24 bis 25 cm Breite. Hier allerdings haben wir den Halsausschnitt, was ja den Kragen ungemein riesig macht. Also gehe ich nur 10 cm, insgesamt 20 cm auseinander. Dazu legt ihr einmal den Rücken zusammen, markiert euch die Mitte und könnt dann von der Mitte aus mit dem Maßband nach links und nach rechts, hier habe ich jeweils 10 cm genommen, vermessen. Danach legen wir die Träger auf das Rückteil und vernähen von außen bis nur zum Marker das kleine Stückchen zu. Auf der anderen Seite selbstverständlich auch, Spitze auf Spitze und dieses kleine Stückchen zunähen. Und dann haben wir das schon mal so. Und wie ich das Ganze vernähe, das zeige ich euch jetzt. Ich nehme mir den Faden doppelt, lege hier Spitze auf Spitze, ziehe den Faden erst durch beide Häkelstücke durch und dann unten, wo ich mir ein Knötchen gemacht habe und habe diesen automatisch fixiert. Dann schaue ich, dass die Gruppe so ein bisschen aufeinander liegt. Und nun gehe ich circa eine Maschenbreite, einen halben Zentimeter am hinteren Häkelstück zur Seite weg. Dann am vorderen Häkelstück in Höhe des Fadens einen halben Zentimeter zur Seite weg. Ihr könnt euch auch den Faden überlegen und dann wieder am hinteren Häkelstück in Höhe des Fadens einen halben Zentimeter zur Seite weg. Dann wieder am vorderen Häkelstück in Höhe des Fadens und so nun immer hin und her. Dabei darauf achten, dass das sich hier nicht zu weit zusammenzieht. Immer mal wieder so ein bisschen
auseinanderdehnen. Und dann geht das rucki zucki. Immer im Wechsel, vorderes Häkelstück, hinteres Häkelstück. Und immer in Höhe des Fadens. Mehr ist das auch nicht. Und nun so weit, bis ihr den Marker erreicht habt. Das Ganze dann noch auf der anderen Seite. Und dann haben wir die Schulterpartie und somit unsere Träger auch schon mal fertig. So, am Ende zuppel ich das Ganze noch mal so ein bisschen auseinander, damit sich das halt nicht zu weit zusammenzieht. Gehe auch hier durch beide Häkelstücke einmal durch. Dann einmal nur so ein Stück. Lege den Faden um die Nadel herum, direkt unten, zweimal rum, Daumen drauf halten und durchziehen. Dann habt ihr auch so ein kleines Knötchen sozusagen. Und dann, wie ihr es kennt, einmal hin und her den Faden in den Maschen vernähen. Abschneiden und dann löst sich da auch nichts mehr. Das Ganze nun noch auf der anderen Seite. Und dann kann ich euch das Grundgerüst unseres Häkelstücks bereits an der Puppe zeigen. Bis gleich. Und so sieht die Naht dann aus. Eine schöne flache Naht, die man überhaupt nicht sieht. Und so sieht unser Grundgerüst bislang aus. Die Schultern haben perfekt gepasst mit der Breite. Und dann kommen wir nun zur Kapuze. Für die Kapuze können wir hier direkt an der Spitze auch wieder mit unseren 3 Doppelstäbchen starten und im Musterverlauf bleiben. Von hier nach hier fehlen uns ja nur die 3 Doppelstäbchen, die füge ich einfach hier hinzu. Und das Ganze wird einfach nur gerade hochgehäkelt. Wer keine Kapuze haben will, kann dann hier das Kapitel überspringen und zu den Bündchen übergehen. Für die Kapuze starte ich direkt vorne am Kragenanfang, auch in der Ecke. Steche in der 4. Steigeluftmasche ein und fixiere mir dort meinen Faden. So. Und damit das hier auch ein Reliefstäbchen bleibt, mache ich ein Reliefstäbchen, so wie sie jetzt gerade sind, nach vorne und dann meine 4 Steigeluftmaschen. 2 Umschläge, nächstes Relief, 2 Umschläge und drittes Relief. So, und wie gerade schon erklärt, bleibe ich jetzt einfach im Musterverlauf. Und hier an der Naht fehlen mir im Grunde die 3 Reliefstäbchen. Die setze ich dann hier dazwischen, um meine gesamte Fläche zu bekommen. Also jetzt erst einmal bis zur Schulternaht. So, und jetzt bin ich hier an der Schulternaht angekommen. Und dann schauen wir einfach mal, wie wir einstechen. Ich mache 2 Umschläge. Hier habe ich eine Masche. Da steche ich einfach mal ein. So. Dann gehe ich um die Naht herum, damit sich das auch schön verteilt und auch nicht zusammenrutscht, soll ja auch kein Reliefknubbel werden. Und nochmal 2 Umschläge und dann gehe ich hier zwischen. So, dann haben wir hier schon mal unsere 3 Relief und auf der anderen Seite kommt dann ganz normal der Fächer hinein. Und das Ganze am Rücken ist ja jetzt auch wieder vorgegeben. Auf der anderen Seite an der Naht macht ihr das gleiche, fügt dort auch hier in der Mitte die 3 Relief ein,
bis zur Spitze und dann wieder umdrehen. Und das Ganze häkelt ihr dann hin und her, bis ihr eine gerade Gesamtfläche bekommt, die oben am Kopf geschlossen werden kann. Umso länger ihr das Ganze macht, umso lockerer hängt natürlich die Kapuze. Da müsst ihr dann am besten bei euch selber anhalten. Oder aber ihr nehmt von einem Hoodie, also Kapuzenpulli, vielleicht die Maße. Das ist auch immer sehr sinnvoll, von einem gut sitzenden Pullover alles zu übernehmen. Ja, und dann zeige ich euch gleich mein Ergebnis, meine Fläche, die ich dann bei mir häkel. Zurück nach 12 Reihen habe ich meine Kapuze so weit hochgehäkelt, dass ich jetzt mit der Rundung beginnen kann. Dafür klappe ich das Ganze zusammen und markiere mir die Mitte. Dann häkel ich bis zum Marker zurück und mache eine doppelte Abnahme dann an dieser Stelle. So, an meinem Marker in der Mitte angekommen, häkel ich nun 3 Maschen zusammen. Dafür mache ich einen Umschlag, steche ins erste Stäbchen ein und häkel dies als normales halbes Stäbchen ab. Umschlag, nächste Masche, ein halbes Stäbchen, 3 Schlaufen auf der Nadel und Umschlag, die nächste Masche auch zur Hälfte und habe 4 auf der Nadel. Dann alle gemeinsam und in diese Masche setze ich nun den Marker hinein, denn das ist meine erste doppelte Abnahme. Und dann geht es erstmal wieder im Muster bis zum Ende und danach wieder zurück zum Marker. So, und die nächste Abnahme, die machen wir dann mit den beiden Gruppen, damit wir auch eine einheitliche Musterung haben. Das heißt, ich mache in der zweiten Reihe noch die Doppelstäbchen oder doppelten Reliefstäbchen. So, dann bin ich beim Marker angekommen, wie ihr hier seht. Und damit das Muster schön weiter sich so fortführt, häkel ich nun hier eine Gruppe aus 3 Stäbchen hinein. Dann mache ich einen Umschlag und gehe in die Masche mit dem Marker hinein und häkel dort ein Stäbchen und dann einen Umschlag und in die nächste Gruppe 3 Stäbchen. So haben wir auch hier jetzt unsere Abnahme, wie ihr seht. Das kräuselt sich so ein bisschen. Na, also es geht jetzt langsam schief und können dann im Muster wieder weitermachen. Ach so, Moment. Den Marker setzen wir selbstverständlich in dieses einzelne Stäbchen hinein. Das ist unsere Mitte. So, das haben wir. Hier bleibt die Gruppe. Dann kommen jetzt die doppelten Stäbchen. Und jetzt erstmal wieder im Musterverlauf bis zum Ende und wieder zurück bis zum Marker. So, und dann machen wir jetzt hier nur noch eine Abnahme, also 3 Abnahmereihen und dann reicht die Rundung auch schon. Wer eine stärkere Rundung an der Kapuze haben will, der muss 4
bis 5 Reihen schätzungsweise machen. Immer mal wieder hinlegen, glatt streichen und schauen, wie weit ihr da seid. Wir machen jetzt noch eine Abnahme zusammen. Und dann kommen wir auch schon zum Schluss der Kapuze. Das ist das Schöne, so eine Kapuze ist sehr einfach zu häkeln. Einfach gerade eine Fläche hochhäkeln, von Kragen zu Kragen. Und am Ende könnt ihr das Ganze spitz lassen. Dann braucht ihr einfach nur vernähen. Oder ihr macht Zunahmen und lasst es immer spitzer zugehen und vernäht am Ende. Dann habt ihr eine Zipfelmütze. Oder macht so wie ich in der Mitte doppelte Abnahmen, 2, 3, 4, 5 Reihen und habt dann eine schöne Kapuze mit Rundung. So, jetzt sind wir wieder bei dem Marker angekommen und damit sich das Ganze jetzt wieder ein Stück mehr zusammenzieht, schauen wir, dass wir unser Gröbchen in die Mitte häkeln. Drei Stäbchen, eine Luftmasche und 3 Stäbchen. Dann überspringen wir diese einzelne Dreiergruppe und machen unsere Doppelstäbchen danach. Und dann hat sich das auch hier wieder ein ganzes Stück zusammengezogen und wir haben trotzdem unseren Musterverlauf. Und wenn man das dann mal so hinlegt, müsst ihr jetzt vorstellen, wenn wir das jetzt hier zunähen, dann haben wir eigentlich eine schöne Rundung schon. Und würde ich jetzt noch 2, 3 reinmachen, hätte ich noch eine größere Rundung. Aber wie gesagt, ich möchte diese nicht zu stark machen, also belasse ich es jetzt hierbei. So, dann noch eben schnell die Reihe fertig häkeln. Und dann können wir das Schätzchen auch schon schließen. So, dann haben wir unsere Kapuze jetzt soweit so gut fertig mit der Rundung. Und nun klappe ich die Außenseite nach innen, denn ich habe keine Lust zu vernähen, also verhäkle ich das Ganze und möchte oder muss natürlich dann die Naht nach innen haben, sonst sieht es nicht aus. So, dann schaue ich, 4. Steigeluftmasche von unten, nehme ich die andere Seite mit auf die Nadel und kette beide Stücke gemeinsam ab. Ja, und jetzt ab hier nehme ich mir immer, entweder könnt ihr euch die ganze Masche nehmen oder ihr nehmt euch von der Masche nur die beiden innenliegenden Schlaufen, dann wird das Ganze auch etwas dünner. Aber die ganze Masche könnte man genauso nehmen, nur dann ist die Naht halt etwas dicker. Das kann jeder hier für sich selbst entscheiden, wie er das machen möchte. Ich nehme mir jetzt immer von den Maschen die beiden innenliegenden Schlaufen und dann immer schön einstechen, Faden holen und gemeinsam abketten. Das Abketten allerdings schön locker, weil sonst zieht sich die Kapuze oben am Kopf zu weit zusammen und wird dann unförmig. So, und am Ende schneide ich mir den Faden ein bisschen länger ab, vertüttel mir den einmal hier vorne
Dann können wir gucken, dass wir diesen Nuppelzieh, der sich jetzt hier noch bildet, so ein bisschen flacher kriegen, indem wir diesen mit der Naht noch ein kleines Stückchen runterziehen. Und dann haben wir auch gleichzeitig das Endfädchen schön vernäht. So, dann können wir unsere Kapuze wieder richtig rumdrehen. Und diese ist nun fertig. Als nächstes werden wir nun um die Kapuze herum vorne noch einen Kragen aus Reliefstäbchen machen, damit das Ganze noch eine schöne Festigkeit bekommt. Und das seht ihr nun im nächsten Part. Kommen wir nun zum Bündchen. Das Bündchen, welches ich jetzt mit euch häkel, das werde ich auch am linken und rechten Ärmel machen und vielleicht auch unten am Bund. Da schaue ich gleich mal, wie das Ganze aussieht und entscheide es später. Ich beginne hier in der Mitte, fixiere den Faden und muss jetzt als erstes einmal ringsherum nur Stäbchen verteilen. 2 Steigeluftmaschen. So, und jetzt ist eine Sache ein bisschen wichtig. Und zwar vorne, wo ich mir etwas freigelassen habe, setze ich mir in die Ecken einen Marker, sowohl links als auch rechts. Denn hier muss ich eine doppelte Abnahme machen. Würde ich jetzt nur Stäbchen drüber häkeln, würde das noch weiter werden. Und ich möchte ja eher, dass sich das zusammenzieht. Also häkle ich nun bis zum Marker erstmal meine Stäbchen, beziehungsweise bis eine vor dem Marker. So, das haben wir jetzt. Dann mache ich einen Umschlag. Nehme die Masche vor dem Marker, häkle diese zur Hälfte ab. Die Masche mit dem Marker, häkel diese zur Hälfte ab und danach kommt schon das liegende Stäbchen. Da mache ich ein Stäbchen um das liegende Stäbchen bzw. auch zur Hälfte abhäkeln und dann alle gemeinsam. Als nächstes werde ich nun pro liegendes Stäbchen 3 Stäbchen häkeln. Eins hatten wir jetzt mit der Abnahme und 2 mache ich noch zusätzlich. So, und den Marker, den setzen wir selbstverständlich in die Masche in der Mitte der Abnahme. Danach kommt das nächste liegende Stäbchen, die nächste Lücke. Dort häkle ich auch wieder 3 Stäbchen hinein. Rüber in die nächste Lücke, um das liegende Doppelstäbchen, 3 Stäbchen. Nächste Lücke, 3 Stäbchen, um das liegende Doppelstäbchen und so weiter und so. Einmal jetzt komplett herum und wenn wir hier angekommen sind, das gleiche. Das letzte liegende Stäbchen, 2 Stäbchen drum häkeln und mit dem dritten, das häkelt ihr nur zur Hälfte ab, dann die Masche mit dem Marker und die Masche danach gemeinsam. Und so nun einmal ringsherum einfach nur Stäbchen verteilen. Und nachdem ich einmal rum bin, habe ich nochmal 2 Stäbchen um das liegende Stäbchen gehäkelt. Und nun mache ich nur ein halbes Stäbchen, das dritte. Danach das nächste in die Masche mit dem Marker zur Hälfte und die Masche danach zur Hälfte. 4 Schlaufen auf der Nadel, alle gemeinsam. Können wir uns in unsere Abnahme den Marker setzen. Ja, und dann die Reihe einfach noch beenden, denn hier sind ja schon die vorgegebenen Maschen. Wenn wir die Runde einmal rum haben, schließe ich das Ganze in der zweiten
Steigeluftmasche der Vorreihe. So, und damit ich optisch auch hier wieder ein Reliefstäbchen habe, gehe ich um das Stäbchen herum und ziehe es mit einer Kettmasche nach vorne. Mache 2 Steigeluftmaschen und beginne, indem ich jetzt ein Reliefstäbchen bei dem nächsten nach hinten häkel, aber nur ein normales Reliefstäbchen, kein doppeltes mehr. Dann können wir uns in den Anfang, in der zweiten Steigeluftmasche, den Marker setzen. So. Danach kommt ein Reliefstäbchen nach vorne und wieder eins nach hinten. So, jetzt bin ich aber bei der Abnahmestelle, nehme das Stäbchen davor, das mit der Abnahme, und also das mit der Abnahme ist ein Dach und das danach. Nun einen Umschlag. Ein Reliefstäbchen nach hinten, aber nur zur Hälfte abhäkeln. Umschlag, dieses Dach von der Abnahme der Vorreihe als Reliefstäbchen nach vorne häkeln, aber auch nur zur Hälfte. Und danach einen Umschlag und das Stäbchen danach wieder nach hinten, aber nur zur Hälfte. So, alle 4 Schlaufen gemeinsam und dort wieder den Marker hineinsetzen. So haben wir eine Abnahme halt nur mit Reliefstäbchen. So, und so geht die Reihe jetzt im Wechsel. Immer ein Reliefstäbchen nach vorne, eins nach hinten, eins nach vorne, eins nach hinten. Die gleiche Abnahme macht ihr auch hier. Beendet die Runde in der zweiten Steigeluftmasche der Vorreihe. Macht wieder ein optisches Reliefstäbchen, wendet und geht wieder in die andere Richtung und macht die Reliefstäbchen so, wie sie kommen. Das heißt, die, die nach vorne liegen, nach vorne und die, die nach hinten liegen, nach hinten. Und das könnt ihr dann Reihe für Reihe so weit machen, wie ihr für euch das Bündchen lang haben wollt. Hier empfehle ich einfach mal immer anprobieren, denn je nach Kopfform und Größe, die ihr gehäkelt habt, nach Wolle und so, fällt es halt anders. Da werden die ein kürzeres Bündchen brauchen, beziehungsweise ein schmaleres, und bei manchen sieht dann halt eher ein breiteres Bündchen besser aus. Ich werde jetzt hier auch erstmal Reihe für Reihe so weit häkeln, immer mal wieder anprobieren und euch dann das Endergebnis meiner Kapuze präsentieren. Und bis dahin sage ich mal, viel Spaß beim Häkeln und bis gleich. Zurück nach 5 Reihen Bündchen ist meine Kapuze soweit fertig. Sie sieht sehr schmal jetzt in der Kamera aus, aber das dehnt sich sehr stark. Also wenn man sie aus Spaß tragen möchte, wäre sie jetzt so groß genug, würde ich jetzt noch mehr Rand dran häkeln, würde sie zu sehr ins Gesicht fallen. Grundsätzlich ist sie aber halt eine Deko-Kapuze. Als nächstes solltet ihr euer Oberteil einmal anziehen und schauen, wie sich die Ärmelaussparungen verhalten. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich hier auch ein Bündchen dran machen werde. Das muss ich aber canceln, denn durch diese doppelten Reliefstäbchen rollt sich das ja hier leicht bei mir am Rand und die Ärmelaussparungen liegen perfekt. Würde ich jetzt auch noch ein Bündchen dran machen, würde sich das viel zu weit zusammenziehen und die wären wahrscheinlich dann auch noch zu eng. Also lasse ich das lieber so. Das sieht einfach nur gut aus und warum soll ich es dann auch ändern? No. Allerdings werde ich unten am Bund nochmal ein sehr breites Bündchen dran machen. Erst einmal werde ich wie hier oben 5 Reihen dran machen und dann schauen, wie es dann sitzt, denn dadurch, dass ich hier mit Baumwolle Viskose gearbeitet habe, das ist halt eine sehr leichte und fluffige Wolle, zieht sich das etwas hoch. Das stört mich. Also brauche ich etwas, was das Ganze so ein bisschen runterzieht, also erschwert. Und ja, da ist dieses Bund natürlich perfekt. Deswegen mache ich das ja auch an der Kapuze, damit diese halt hinten besser aufliegt. Ja, und den gleichen Effekt, den möchte ich halt unten am Bund haben. Ja, und wenn ich das soweit dann gehäkelt habe, ist das Oberteil soweit fertig und dann zeige ich euch eigentlich nur noch das Endergebnis.
Und mit den Ärmelaussparungen, da müsst ihr wie gesagt bei euch gucken, ob die bei euch auch so super liegen wie bei mir oder ob ihr halt noch ein Bündchen dran machen wollt. Da wäre dann auf jeden Fall das gleiche Prinzip wie bei der Kapuze. Pro liegendes Reliefstäbchen 3 Stäbchen hineinmachen. Und ja, hier hinten habt ihr ja die Maschen, wie sie fallen, beziehungsweise unten ist das ja. Und ja, ist kein Hexenwerk. Wer bis hierhin gekommen ist, der schafft das definitiv. So, dann hoffe ich, dass alle bis jetzt gut mitgekommen sind. Ich werde jetzt dann noch mein Bündchen unten häkeln, euch dann das Endergebnis zeigen. Sollte sich was ändern, dass ich mehr wie 5 Reihen häkeln, dann werde ich euch das natürlich noch sagen. Ja, ansonsten bleibt alles gleich und dann sehen wir uns nur noch zum Endergebnis. Bis gleich. Und so sieht am Ende das Bündchen an der Kapuze aus. So sieht die Kapuze aus mit einer schönen leichten Rundung. Und auch unten das Bund habe ich genauso gemacht wie an der Kapuze mit 5 Reihen. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Wie immer, vergesst eure Bewertung nicht, ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos, Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachhäkeln. Lasst die Nadeln glühen. Ich hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.